willkommen in meiner Küche. Viele fragen sich, was sie in der Weihnachtszeit essen sollen. Nicht jeder möchte lange kochen und deswegen habe ich hier ein winterliches Essen, das Herz und Seele erwärmt und das Beste, es ist ganz schnell zubereitet. Geplant werden muss das Essen aber trotzdem, denn man muss wenigstens 24 Stunden vorher Backpflaumen in Wasser einweichen. Ich rechne pro Person 5 Stück, die ich in einen Behälter gebe und mit Wasser bedecke. Deckel drauf und dann für mindestens 24 Stunden zum Einweichen in den Kühlschrank. Ihr nehmt ein Stück Filet vom Schwein, Kalb oder Lamm und schneidet es schräg in Scheiben von 1,5 cm Dicke. Die Scheiben werden trocken getupft und mit etwas Mehl bestäubt. Nicht zu viel, denn sonst wird die Soße zu dick. Eine Eisen- oder Edelstahlpfanne wird erhitzt. Da hinein gebe ich etwas Sonnenblumenöl und brate die Filetscheiben scharf an. Sie sollen schön braun werden, sollten aber nicht vollständig durchgaren, das kommt später. Nach ein paar Minuten nehme ich sie aus der Pfanne und lege sie auf einen kleinen Teller oder ähnliches. Dann gebe ich die Backpflaumen in die Pfanne sowie etwas Saft vom Einweichen. Sollte die Pfanne noch zu heiß sein, so wie bei mir, nehmt ihr sie vom Feuer. Nun gebe ich noch ungefähr 100 Gramm Weißwein dazu. Wer keinen Wein nehmen will, kann oder mag, nimmt einfach Wasser oder Flüssigkeit von den Backpflaumen. Die Pflaumen werden nun weich gekocht. Je nach Einweichzeit geht das mehr oder weniger schnell. Ich hatte meine hier gleich mehrere Tage eingeweicht, weswegen sie eigentlich nur noch einmal kurz angewärmt werden brauchten. Auch sie gebe ich nun zum Fleisch. Nun kommt roter Johannisbeergelee in die Pfanne, der in der Flüssigkeit schmelzen muss. Das geht schneller, wenn man ihn ein wenig zerkleinert und dann mitsamt der Flüssigkeit aufkochen und diese dabei einreduzieren lässt. Bei mir hat das ca. 5 Minuten in Anspruch genommen. Jetzt ist es an der Zeit zu würzen, und zwar mit Meersalz, Pfeffer und 2 Teelöffeln süßer Sahne, die eingerührt wird. Dann kommt noch 1 Teelöffel Zimt dazu, der natürlich auch noch untergerührt wird. Jetzt ist es an der Zeit, die Beilage fertig zu haben, also zum Beispiel die bereits fertigen Spätzle in Butter anzubraten. Nun gebe ich das Fleisch und die Backpflaumen zurück zur Soße und lasse alles noch einmal aufkochen. Das Fleisch, welches nach dem Anbraten noch gar ziehen konnte, wird nun fertig gegart und auch die Backpflaumen werden schön heiß, ohne dass sie zerfallen. Das war's auch schon. Es kann angerichtet werden. Auf einen Teller gebe ich das Fleisch, die Backpflaumen sowie als Beilage die Spätzle. Und zu guter Letzt kommt noch die Soße auf das Fleisch und die Spätzle. Das Essen ist süß, sauer, scharf, salzig und fruchtig. Der Zimt verleiht dem Ganzen eine ganz besondere Note und ist für unsere Gaumen, die ihn eigentlich nur in süßer Kombination kennen, eher ungewohnt. Aber keine Angst, er ist subtil und unterstützt den herzhaft süßen Charakter des Essens und sollte auf keinen Fall weggelassen werden. Die Soße ist sämig, um nicht zu sagen schlotzig, und verbindet alle Zutaten zu einem harmonischen Ganzen. Ich hoffe, ihr bereitet dieses wunderbare Essen einmal zu. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und Genießen.